Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema nach Anstieg auf über 25 Dollar und Konsolidierung steigt Silber weiter. Disclaimer. Silber könnte jetzt bis zum Fed-Meeting Mitte nächster Woche auf 25,50 Dollar steigen und dann eine von der Fed ausgelöste, wenn auch kleine und kurze Korrektur durch. Wenn dann die Märkte die Zinserhöhung auf 5,5 richtig einpreisen, dürfte Silber wieder weiter steigen, wie der Analyst aus dem Chart dargestellt hat. Denn Zinserhöhungen wirken wie Gift auf völlig überschuldete Volkswirtschaften. Siehe auch Artikel Finanzen 100.de. Das werde ich im YouTube-Video im Anhang verlinken. Bisher hat sich Silber seit dem Juni-Tief gut geschlagen. Junior-Miner-Aktien versuchen langsam versteckt wieder Dynamik zu bekommen. SIL-J und GDXJ haben heute mit leichten Aufschlägen den positiven Trend der letzten Woche fortgesetzt. Und so sollte es sich auch weiter verhalten, denn der Markt ist jetzt bereit für die nächste Aufwärtswelle. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator aus der Golden Triangle, Kanada. Das Unternehmen hat circa 20 Millionen Unzen Gold, allerdings Low-Grade. Abgeleitete Ressourcen sind 7,22 Millionen Unzen. Ähm, Dritte Krieg ist beispielsweise zum Besitz auch von Tudor Gold und American Krieg. Ja, sie haben insgesamt über 20 Projekte. Sie besitzen mehr als 100.000 Hektar im Gebiet Eskai Creek, Golden Triangle in British Columbia. Und das ist wirklich ein Hochgrad-Potenzialsgebiet. Auf der rechten Seite sind ihre 20 Projekte, die sie hier haben, und 20 Gebiete, also riesige Mengen. Das Gebiet, wie gesagt, ist 1A. Die Partner, sehen Sie, Tudor Gold, sind sehr interessant. Charttechnisch sieht das Unternehmen meines Erachtens auch sehr interessant aus. Sie sehen diesen enormen Anstieg, den Sie von 2018 gehabt haben, im Grunde genommen von mehr oder weniger von irgendwo einem Wert zwischen um die 10 Cent auf über 4 Dollar, also einfach 40 Bäcker. Hat jetzt natürlich verloren sozusagen seit dem letzten Goldaktienhoch, hat aber auf alle Fälle ein höheres Tief erreicht sozusagen. Sie sehen das, Sie können hier eine Linie durchziehen. Und meiner Meinung, hier ist nochmal die letzten Monate, meiner Meinung holt hier dieses Unternehmen einfach Luft, um den nächsten Anstieg zu schaffen. Ja, das hier, wie gesagt, ein Potenzialfaktor berechnet. Gut möglich, dass in einer wirklichen Goldaktienrallye das Unternehmen zum einen natürlich schnell auf das Allzeithoch steigt, vielleicht dann auf 10 Dollar oder auch mehr. Potenzialfaktor ist 39, das ist mit 10 Millionen Unzen und Lograd kalkuliert. Wir werden sehen, wie weit das hochgeht. Dazu brauchen wir natürlich erstmal die Etablierung über 2000 Dollar Gold und dann natürlich auch wirkliches Hineinströmen der ganzen Investoren und dann ist sowas vielleicht schon möglich. Ja, wie auch immer, es ist keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung nach ist es ein sehr interessantes Unternehmen in einem sehr guten Rechtsgebiet, mit sehr viel Potenzial, äh, 1A-Chartdynamik und ja, meiner Meinung nach sollte man das mal kennen. Ja, nochmal generell ein paar Aussagen zu Gold. Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Warum sagen wir das? Weil etwas Ähnliches, allerdings mit einer Null weniger, hier quasi 1979 passiert ist. Wir haben eigentlich eine ähnliche Chartentwicklung hier. Nur, dass es sich viel länger hat. Hier für 1970 hat das bei 35 Dollar gestartet und ist dann, wie gesagt, auf 200 Dollar gestiegen, Gold, dann auf 100 Dollar korrigiert, ist dann quasi auf 200 Dollar herangeschlichen, also quasi wie jetzt in Richtung 2000, nur noch weniger. Und dann kam eben dieser brachiale
Anstieg von Gold und das war im Jahr 1979, ein gutes Jahr war das, 1978 hat das begonnen und das löste eben die bis dahin größte Goldaktienrallye aller Zeiten aus. Sie sehen hier NDR-Meinung 5 Cent auf 19 Dollar, also das 1000 Dollar wurden 380.000 Dollar und andere und ähnliche Beispiele. Wir hoffen natürlich, dass sozusagen etwas Ähnliches passiert, auch wenn wir nicht unbedingt glauben, dass jetzt Gold tatsächlich innerhalb von einem guten Jahr auf 8.500 Dollar geht, wenn wir das auch nicht ausschließen können. Aber sie haben doch sehr viel mehr Instrumente und könnten das möglicherweise nochmal stoppen. Wir nehmen daher an, dass sie das versuchen, bei 2500 ungefähr und Gold 50 einzukeilen. Aber nichtsdestoweniger, allein diese Einkeilung auf einem höheren Niveau, was denen mehr Zeit und mehr Stabilität für ihr System gibt, um ihre Pläne zu verwirklichen, bedeutet eben eine Anpassungsrallye bei Goldaktien. Weil die so extrem unterbewertet sind, ist das absolut signifikant, wenn nicht sogar dieselbe Dimension hier von 1980, ja, beziehungsweise 1979. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Wir glauben eben der moderate Anstieg auf Gold Richtung 2500 plus minus und Silber Richtung 50 plus minus. Das ist an sich nicht so viel. Das dürfte viele Investoren gar nicht interessieren und kaum Aufmerksamkeit ziehen. Aber es bedeutet eben für Penny Stocks alles. Hier sehen Sie einige Beispiele, wie Penny Stocks dann steigen können, wenn es tatsächlich zu einer Goldaktienrallye geht. Hier von irgendwo 2, 3 Cent auf 36 Cent innerhalb weniger Monate. Und das ist eben auch der Grund. Wir hoffen, dass sich Ähnliches wiederholt in der ein oder anderen in der einen oder anderen ähnlichen Auslegung sozusagen. Wir hoffen natürlich mit einer größeren Magnitude, weil es meiner Meinung nach sich eine stärkere Anpassungsrallye halt und handelt und dadurch könnten viele Pennygold-Aktien, natürlich Top-Aktien etc. von wenigen Cents in Richtung 1 Dollar oder mehr gehen. Und das ist eben die Investmentchance des Jahrhunderts aus meiner Sicht, weil man kann einige hunderttausend Goldaktien relativ problemlos aufbauen. Ja, also es ist immer noch eine extreme Unterwertung bei Goldaktien. Auf der rechten Seite ist es Goldaktien Goldchart und da sehen wir, dass 1996 die Goldaktien im Bärenmarkt gegenüber Gold sind und jetzt erst ihren Boden gefunden haben. Die Statisten meinen, es steht ihnen eine brachiale Korrektur zugunsten der Goldaktien vor uns. Gleichzeitig sind die sogenannten Junior- und Explorationsaktien haben immer noch eine riesen Lücke zwischen Senior-Aktien wie Barrick, aber auch diese Lücke kann ganz, ganz schnell, äh, sage ich mal, aufgelöst werden, wie zum Beispiel 2002. Das war ja auch im Rahmen einer großen Goldaktienrallye, die ja von 2000, 2004 ging sozusagen. Und das kann natürlich gerade die Kurse der Junior- und Explorationsaktien exponentiell nach oben katapultieren. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gestielt. Meines Erachtens im Grunde genommen einfach Goldaktien kaufen, gute kaufen, verteilen, beobachten, gute nachkaufen und im Grunde genommen einfach und damit immer fortfahren, im Grunde genommen einfach warten, bis eben die Primärbewegung kommt und dann, wenn wirklich Euphorie entstanden ist, jeder in Gold und Goldaktien investieren will, dann natürlich abstoßen und diese Gewinne, hier ist schematisch mit Faktor 100 angegeben, dann reinvestieren in eine andere Anlageklasse, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway. Und Berkshire Hathaway, der Fonds, ist halt von 1980 bis im Jahr 1999 um das 228-fache gestiegen. Das ist natürlich nur ein extremer Fall, aber nichtsdestoweniger haben tolle Standardaktien und Top-Fonds sich seit 1980 bis 1999 den nächsten Aktien hoch sehr gut entwickelt. Also im Grunde genommen könnte man sagen, mit Hilfe von dieser Goldaktien-Eruption konnte man einen Besitz an realen Assets wie zum Beispiel Top-Fonds etc., Top-Aktien deutlich maximieren. Das scheint jetzt hier im Rückblick auf diese Entwicklung die beste Spielart gewesen sein, damit mit diesem Phänomen umzugehen.
Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist es einfach so, wenn die Goldaktien steigen, steigt auch das Risiko. Es ist irgendwo auch ein Indikator, dass Stress im System ist. Zum einen kann es natürlich zu Minenverstaatlichungen und Eingriffen und extra Besteuerung geben. Und andererseits ist das eigene Bankensystem auch nicht so stabil, auch dass da vielleicht mit Problemen zu rechnen ist. Deswegen muss man in der Frühphase aus meiner Sicht Goldaktien und Silberaktien die Gewinne dementsprechend monetarisieren, raus aus dem System gehen und mehr Sachwerte wie zum Beispiel Gold, Silber, Platin, whatever, andere Sachwerte einfach kaufen. Hier nochmal das 200 Jahre Gold. Dow-Gold-Ratio, da sehen Sie hier das 19. Jahrhundert, eine ruhige Aufwärtsbewegung, war auch ja meines Erachtens die beste Epoche eigentlich, für Europa zumindest im 19. Jahrhundert und dann eben das 20. Jahrhundert mit seinen vielen Krisen und Krisen, da war es eben nur möglich, dass Insider sich mehr oder weniger damit bereichern konnten. Ich hatte gesagt, das beste Investment wäre eigentlich gewesen, zumindest seit dem Ende von Bretton Woods 71, als Nixon die Goldbindung aufgehoben hat, im Grunde genommen eigentlich ständig der Wechsel von Goldaktien und Top-Standard-Aktien. Und hätte man das bis zum heutigen Zeitpunkt gemacht, wären da unglaubliche Vermögen rausgekommen. So, das ist natürlich nicht Investment für jedermann, das ist ganz klar. Äh, das können nur wirklich sehr, sehr wenige Leute richtig managen sozusagen. Da muss man schon im Prinzip Insider oder selbst Akteur in diesem System sein. Aber für die Masse heißt das eben, diese undefinierbaren Boom- und Bust-Zyklen hier, die im Grunde genommen eigentlich nur für Existenzkrisen, Bankenzusammenbrüche und sonst was stehen. Also schwierig unter diesen Bedingungen effizient zu handeln. Abgesehen davon natürlich, wir wissen natürlich, wenn jetzt zum Beispiel hier diese extreme Unterbewertung kommt, müssen wir das halt nutzen, und dementsprechend Assets dann aufzusammeln. Also Mike Maloney hat es ja hier geschrieben, 1980 konnte man ein Haus für 500 Unzen Silber erwerben. Und möglicherweise geht es eben dieses Mal noch tiefer. Möglicherweise ist es diesmal sogar für 300 Unzen möglich. Ja, und natürlich der Dow Jones konnte man 1980, musste man eine Unze hinlegen. Soweit ich weiß, ist augenblicklich sogar, muss man 24 Unzen, ich hatte mich vertan, ich hatte mal 13, 14 gesagt hinlegen, um einen Dow zu kaufen. Also da wird wahrscheinlich dieser Dow, zumindest innerhalb dieser Grafiken, um mindestens 95% wertmäßig gegenüber Gold fallen. Deswegen ist meines Erachtens auch Gold der Platz, wo man sein muss, und natürlich als ergänzendes Maximierungstool von Gold- und Silberaktien als sozusagen Chance in der Chance. Und ja, und dann werden irgendwann diese Maximalwerte erreichen und davor, danach, also ungefähr, wir müssen halt dieses Zeitfenster ist für den Wechsel ist nur kurz, wie Sie hier 1980 sehen. So eine Art wird das auch sein. Das darf man nicht unterschätzen. Und möglicherweise muss man, wenn denn diese Ratio hier deutlich fällt, vielleicht hier in dem Bereich 2, 1, muss man sich bewusst sein, es hält möglicherweise nicht lange an. Und man muss vielleicht Step by Step dann in die realen Werte sozusagen, also aus dem Gold und Silber zurückgehen. Und dazu braucht man natürlich auch eine ganze Philosophie. Wir wissen nicht, welche Aktien überleben, welche Fonds überleben, überlebt das Börsensystem überhaupt. In jedem Fall wird es eine neue ökonomische Dynamik geben und an die müssen wir uns versuchen zu hängen. Natürlich äh, zusammen mit diesen Spekulationsgewinnen aus diesen Inflationsbedingungen, die wir jetzt hier machen, sozusagen. Ja, wir müssen also im Grunde genommen die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Was haben wir für Ereignisse bei uns? Das ist einmal jetzt die weitere Gelderwertung, ja, das Nichtvermögen des Staates und des Finanzsystems, diese ungeheuren Probleme zu managen, keine Reformen gemacht, nichts. Und das führt dann natürlich dazu,
dass die Naturkräfte sozusagen werden und die Währung wird in irgendeiner Form runtergerissen und gerade insbesondere Gold und Silber wird der große Gewinner sein. Man kann seine Kaufkraft erhalten. Ja, und dazwischen sozusagen liegt meines Erachtens eben dieser Anstieg von diesen Pennygold-Aktien, die jetzt extremst überbewertet sind, aus was für Gründen auch immer, hin zu einer hohen Bewertung. Und das ist genau die Chance, weil das ist hier einfach mal ein Faktor 25 angegeben, also dass wir relativ leicht, wenn jetzt zum Beispiel Gold auf 2500 gehen soll, unser Geld verzehnfachen, verzwanzig, verdreißig, verfünfzigfachen, in einigen Fällen sogar verhundertfachen. Und ja, und da könnten wir, sage ich mal, das Kapital massiv erhöhen. Man könnte zum Beispiel davon mehr Gold und Silber kaufen. Ähm, Das dann möglicherweise im finalen Exzess auch nochmal auf 8.000 Kaufkraft oder 300 $ Kaufkraft für Silber steigt. Und dann natürlich, wenn das passiert, das ist dann sozusagen die letzte Phase, dann ist es eben auch Gefahr im Verzug. Wenn die höchste Phase ist, können diese Werte auch schnell mal um 50% kollabieren, wie auch ähnlich nach 1980 bei Silber passiert. Und dann da ist Silber eben auch wieder um 90 oder 95% zurückgegangen. Das muss man sich bewusst sagen. Also wenn wir diesen Run in Gold und Silber haben, muss man sich nach alternativen Investment umsehen. Ja, jedenfalls würde das, wenn man das reinvestiert, ähm, und setzen einfach den Faktor 50 an, was auch immer für eine Dynamik ist. Gehen wir einfach mal hier von Top-Standard-Aktien und Top-Fonds aus, könnte man eben sein Kapital dadurch verfünfzigfachen. Das würde bedeuten, aus alle 200 € wird dann langfristig, und damit meine ich circa 15 Jahre, 1 Million heutige Kaufkraft. 1000-Becker-Report, die versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu sortieren, moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Exit-Strategie ist da auch mit bei. Ja, wenn sich für den Report interessieren, finden Sie mehr Informationen unten bei YouTube im Anhang. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Ist ziemlich günstig im Vergleich, was Sie zum Beispiel auf gold.de die verschiedenen Händler beurteilen können. Ja, also Sie haben keine Mindestinvestitionssumme. Eine Überweisung schon ist in Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist eben der Verkauf. Die haben, wie gesagt, ein nettes Beratungsteam. Da würde ich empfehlen, wenn Sie sich dafür interessieren, die einfach mal anzurufen und sich beraten zu lassen in dem Zusammenhang. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn dir der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.